BMW M1000 Doppel-R. Und das Ding ist quasi das Flaggschiff der Supersportler, ein unbestrittenes Biest auf der Rennstrecke. Und ich habe mir die Frage gestellt, lässt sich so ein extremes Motorrad eigentlich auch im Alltag bewegen? Also Pendelfahrten zum Beispiel mal zur Arbeit oder auch längere Strecken, finden wir es raus. Sitzposition und Ergonomie. Meine Idealvorstellung eines alltagstauglichen Superbikes ist, dass die Belastung auf Handgelenken, dem Rücken und den Nacken einfach nicht zu groß sind und das Cockpit nicht zu weit vorne geneigt ist, weil das kann auch ganz schnell Beschwerden geben. Und bei der M, naja, die Sitzposition ist natürlich sportlich, der Lenker ist tief, die Fußrasten liegen weit hinten und der Sitz, ja, der ist relativ hart, aber es ist nicht unkomfortabel und gerade wenn man die Beine hier am Tank lässt, auch während der Fahrt, dann ist die Handgelenksbelastung eigentlich relativ moderat. Und ja, gerade bei Autobahnfahrten mit höheren Geschwindigkeiten hängt man natürlich voll im Wind, es sei denn, man duckt sich hier hinter das Windschild. Das wird auf Dauer dann aber doch relativ anstrengend und geht auch ganz schön auf den Rücken. Fazit, die Ergonomie ist natürlich klar auf Rennstreckenperformance ausgelegt, aber sie ist nicht unkomfortabel und deswegen könnte man sie prinzipiell im Alltag fahren. Motor und Leistung. Und was macht jetzt so einen alltagstauglichen Motor für mich aus? Naja, in der Stadt darf gerade so Geschwindigkeiten wie 30 oder 50, da darf kein Ruckeln auftreten. Das heißt, dieses untertourige Ruckeln darf einfach nicht sein. Er muss komfortabel und entspannt fahrbar sein, muss aber zeitgleich auf Knopfdruck bzw. auf Gaszug die maximale Performance abrufen können. Und bei der M, naja, wir haben einen 1000 Kubik Vierzylinder mit 212 PS. Und das heißt, gerade für die Stadt oder auch jegliche andere Alltagssituation ist das eigentlich viel zu viel Leistung. Auf der anderen Seite gibt es so Modi wie Rain, Road oder Race oder auch frei konfigurierbare Modi, die Leistung und das Ansprechverhalten einfach noch so ein bisschen zähmen können. Und dann kann man, selbst im Race-Modus, wenn man möchte, in der Stadt bei 50 km/h ganz entspannt im 5. oder 6. Gang fahren, ohne in den untertourigen Bereich zu kommen. Die Leistung ist im Alltag natürlich nur bedingt nutzbar, lässt sich aber besonders durch die Modi ganz einfach kontrollieren und dadurch sind auch einfache Stadtfahrten möglich, weshalb sie alltagstauglich ist. Fahrwerk und Handling. Und gerade in der Stadt bei den ganzen Ampeln, Kreuzungen oder auch engen Kurven muss das Fahrzeug halt gut rangierbar sein, darf aber auch vom Fahrwerk her bei Kopfsteinpflaster oder auch gut asphaltierter Straße nicht zu hart oder zu weich sein. Das hier ist die 50 Jahre Sonderedition, das heißt, die ist von 2022 und das bedeutet, dass dieses Modell noch mit einem klassisch mechanisch einstellbaren Fahrwerk kommt. Die neueren Modelle ab 2023 kommen dann mit dem Dynamic ESA, das heißt einem elektronisch einstellbaren Fahrwerk. Und ich muss ehrlich sagen, das Fahrwerk ist, so wie es ist, ab Werk für mich perfekt eingestellt. Denn im Alltag, klar, man merkt die Bodenwellen, es ist sportlich abgestimmt, aber es ist nicht unkomfortabler. Und trotzdem hält es auch perfekt, wenn man etwas sportlicher fahren möchte. Das Fahrwerk ist natürlich im Alltag spürbar sportlich ausgelegt und gerade bei den neueren Modellen wahrscheinlich noch ein Tick komfortabler. Aber grundsätzlich ist eine Alltagstauglichkeit gegeben. Komfort und Langstreckenmöglichkeit. Und in meiner Definition bedeutet das ganz einfach, wir haben Sitzkomfort, wir haben Schutz vor Wind und wir haben die Möglichkeit, Gepäck zu transportieren. Und bei der M, naja, wie bereits gesagt, der Windschutz ist halt relativ gering, die Sitzbank ist ziemlich hart und die Möglichkeit, Gepäck mitzunehmen, ja, eingeschränkt. Fazit, die M ist natürlich für Rennstreckenturns mit Kurven ausgelegt und da zählt jedes Gramm. Und bei Pendelstrecken oder auch längeren Ausfahrten funktioniert es, aber es macht einfach keinen Spaß. Und da ist sie kein Alltagsbike. Elektronik und weitere Komfortfeatures. Und gerade im Alltag können moderne Features einfach
die Strecke oder den Weg wesentlich komfortabler machen. Und dabei rede ich von Tempomat, ich rede von Connectivity Features, ich rede aber auch von einem Blipper alleine. Oder aber auch Sicherheitsfeatures oder Assistenzfeatures, wie zum Beispiel einstellbare Fahrmodi oder auch einstellbare Traktionskontrollen. In puncto Elektrik ist die M super gut ausgestattet. Das heißt, wir haben zum Beispiel Tempomat, der gerade bei längeren Strecken das Ganze angenehmer macht. Wir haben einen Blipper, wir haben einen Quickshifter mit drin, der auch in der Stadt einwandfrei funktioniert. Und wir haben so Features wie hier Griffheizung zum Beispiel auch. Das heißt, wir können auch bei kälteren Temperaturen verhältnismäßig angenehm fahren. Und dann gibt es noch so Features wie ABS, Wheelie Control oder auch die ganzen Connectivity Features. Und da muss man sagen, da hat BMW echt einiges rausgehauen. Fazit: Elektronik-Features und Komfort-Features lassen die M alltagstauglich werden. Das heißt, Quickshifter und Blipper zum Beispiel für kurze Stadtverkehrfahrten und für Langstrecke sowas wie Tempomat oder aber auch die Connectivity-Features wie Navigation oder Musik, die man einfach über das Display steuern kann. Fassen wir also nochmal zusammen. Die M1000 Doppel-R ist ein absolutes Rennstreckenbiest. Das Fahrwerk, die Leistung und Ergonomie sind auf maximale Performance ausgelegt. Doch was bedeutet das für den Alltag? Ja, sie ist im Alltag fahrbar, aber nein, sie ist kein Alltagsbike. Ich meine, Connectivity-Features und vor allen Dingen auch der Tempomat sprechen zwar dafür, aber auf Dauer, gerade bei Langstrecke oder auch bei Pendelfahrten, sollte man sich doch auf Handgelenks- und Rückenschmerzen einstellen. Kurz gesagt, auf der Rennstrecke unschlagbar, im Alltag ein Motorrad mit Kompromissen. Und das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren und liken nicht vergessen.